Bundeswehr. Hallo Freunde, schön, dass ihr wieder da seid. Heute wird wieder fleißig gemampft. Willkommen zu einer angebissenen Folge über ein russisches Ein-Mann-Paket oder MRE, Meal Ready to Eat. Das Ganze hat uns jetzt so mit Versand 36 € gekostet. Gibt es wahrscheinlich auch günstiger, aber drauf geschissen, wir wollen jetzt essen. Und tja, ich würde sagen, gucken wir mal rein. Ich weiß nicht, was mich erwartet. Russisch selber habe ich nie gelernt. Das heißt, mit Vorlesen und Erraten oder Ablesen, was drin ist, wird es schwierig. Ich kann euch aber sagen, dass dieses ganze Paket über 4000 Kalorien beherbergt. Das heißt, das ist mehr als normal durchschnittlicher Mensch am Tag braucht. Das sind eigentlich so um die 2000. Wenn man natürlich Kraftsport macht oder viel Energie verbraucht, muss man natürlich die hinzuführen. Und da haben die sich jetzt hier mit 4000 Kalorien ziemlich weit vorangesetzt oder vorausgesetzt. So, Streichhölzer, ein Anzündplätzchen. Okay, dann haben wir hier wahrscheinlich Anzünder und einen Grill. Man kann zwar das ganze Essen fertig sofort essen, wie es ist, aber warm schmeckt es ja meistens besser. Darauf verzichte ich jetzt aber im Studio. Deswegen packe ich mal das feuerbringende Zeug weg und schnapp mir einfach mal das hier. Das sieht aus wie ein normaler Aufstrich. Dann nehmen wir die Kekse noch dazu. Gucken wir einfach mal. Ich mache jetzt mal die Kekse auf und dann schmieren wir da noch ein bisschen was drauf. So. Das Ganze ist übrigens 2 Jahre haltbar. Bis Ende 2018 kann man das jetzt wohl benutzen. Also wenn es offen ist, dann natürlich nicht mehr, aber im geschlossenen Zustand. Und ich kenne das von meinen Rationen von der Bundeswehr damals noch, dass die richtig alt waren. 10, 15 Jahre teilweise. So, das ist auf jeden Fall ein Keks. Also Balsenkekse schmecken besser. Was das ist, kann ich euch nicht sagen. Schmeckt wie Vollkornkeks oder so. Dann haben wir hier so eine Art Frischkäse. Aber ist irgendwie ohne Geschmack. Die Konsistenz ist auch ein bisschen widerspenstig. Ist widerspenstig eigentlich in Konsistenz? Ich glaube nicht, ne? Von so einem Frischkäse war ich eh noch nie Fan. Jetzt kommt erstmal auf die Seite von, ja, haben wir gegessen, muss ich aber nicht noch ein zweites Mal essen. Das sieht schon interessanter aus. Das könnte denn eher so Fleischwurst oder irgendwas sein. Nee, ich hätte vielleicht doch auf den Apfel gucken sollen. Es ist Apfelmus. Hey! Ich bin natürlich bestens vorbereitet. Der schmeckt natürlich ganz normal wie Apfelmus. Warum auch der jetzt bei ist, das weiß ich nicht. Den stellen wir auf die Leckerseite. Ich sag so ein Riegel und so, ich glaube, das machen wir alles zum Schluss. Ich würde sagen, wir schnappen uns jetzt hier mal so ein Essen. Das ist auf jeden Fall irgendwas mit Fleischklöpse. Da ich ja Russisch nie gelernt habe, gucken wir einfach mal, was der Google Translator sagt. Zusammengesetzt Fleischbällchen, schwarzer Pfeffer. Okay, da habe ich ja gar nicht mal verkehrt geraten. Ja, dann gucken wir mal rein. Oh, wie unsere Bundeswehr. Pfui Teufel. Wie die Bundeswehr-Dinger äußerst schwer aufzumachen. Aber es sieht jetzt ein bisschen rosafarben aus. Ich habe hier noch eine Gabel bei. Das riecht auf jeden Fall erstmal lecker. Ich würde sagen, schneiden wir uns hier mal so ein Stückchen ab. Oh, das ist aber sehr weich. Sieht auch ganz gut aus. Okay, das schmeckt gut. Und schmeckt halt irgendwie so nach Fleischklöße. Wenn man das Ganze jetzt nochmal warm machen würde, würde es mit Sicherheit deutlich besser schmecken. Aber so für den schnellen Einsatz zwischendurch, das ist schon mal gut. Gucken wir mal, was das sein soll. Zuckerlinie. Zuckerlinie. Kristallin. Es scheint nur Zucker zu sein. Karte von extra. Also so eine Übersetzung ist schon geil. Also ich glaube, das wird tatsächlich einfach nur Zucker sein. Aber so viel? Was machen die damit? Doch, das sieht nach Zucker aus. Jo. Zucker. Dann brauchen wir was anderes. Das ist auch alles Zucker. Ich kann es ja noch nicht mal lesen. Ich bin ja zwar im Osten groß geworden, aber in der 2. Klasse ging bei mir die Grenze auf. Und
dann gab es nichts mehr mit Russisch lernen. Also so gerne wie ich das manchmal wenigstens lesen würde, so wenig kann ich sprechen. Das erkennt er auch nicht. Spezialgetränk. Naja, gut. Ich habe meine Tasse mit aus dem KV-Einsatz 2004 zu 2005. So lange ist es bei mir schon her. Das heißt, ich war ja auch mal ein Soldat. Ich würde sagen, wir kippen das hier einfach mal rein. Sofern ich das überhaupt aufkriege. Und da haben wir rosa Getränkepulver. Riecht ein bisschen staubig. Oh. Dann haben wir so ein bisschen Wasser. Ich mache mal nicht allzu viel ran, dann schmecke ich vielleicht mehr. So. Also auflösen tut es sich schon mal nicht. Der schmeckt eher wie kalte Schale oder Kaltschale. Also irgendwie so, weil es hier so Erdbeer oder irgendwie Waldfruchtiges. Mit ein bisschen mehr Wasser geht das vielleicht noch. Aber viel Zucker drin, ey. Aber ohne Zucker hat der Körper auch manchmal zu wenig Leistung. Also dementsprechend ist das, glaube ich, gar nicht verkehrt. Ich würde sagen, wir gucken hier in das nächste große rein. So, ich lasse mich jetzt überraschen. Ich kann es natürlich immer noch nicht lesen. Das hat sich in den letzten 5 Minuten nicht geändert. Sieht jetzt aus wie Cevapcici oder irgendwas. Also auf jeden Fall was mit Bohnen. Also sogar ordentlich gewürzt. Was auch immer das ist. Also auch in dem Fall würde es warm besser schmecken. Aber hier haben wir sogar Fleisch drin. Sieht nach Rindfleisch aus. Also das Rindfleisch selber ist jetzt sehr, sehr streng. Das merkt man an dem gesamten Ding Essen jetzt hier. Aber die Fleischklößchen fand ich da besser. Trotzdem stellen wir es mal dahin. Getränk. Och. Schon wieder was mit Apfel. Nochmal Apfelmus? Essen die das so oft oder was? Ach, das könnte auch Marmelade sein. Das könnte auch Marmelade sein. Daneben. Nee, Apfelmark oder irgendwas. Schmeckt natürlich jetzt auch süß. Essen die das so? Ja, oder es kommt auch auf die Kekse drauf. Das kann natürlich auch sein. Testen wir das nochmal mit so einem Keks. So. Naja, so. Apfelmarmelade könnte es vielleicht auch sein. Dann schmecken die Kekse auch halbwegs brauchbar. Okay, ich habe keine Ahnung, was es sein soll. Das könnte irgendwie eine Soße sein oder so. Keine Ahnung. Ein bisschen wie so eine Art Gewürzsoße oder so. Gemüsekonserven sterilisiert. Kaviar aus Zucchini. Zutaten. Zucchini, Zwiebel, Karotten, Tomatenmark, Butter. Okay. Also Karotten sieht man dem ja an. Jetzt wo ich es gelesen habe, ja. Aber das mit dem Kaviar, das ist bestimmt ein Übersetzungsfehler. Oder haben die jetzt hier echt Kaviar auf dem Tisch oder was? Komisch. Machen wir einfach mal die nächste Dose auf. Auch hier lasse ich mich jetzt mal überraschen. Milchreis. Oder sowas in die Richtung. Also sieht jetzt ein bisschen komisch aus. Riecht auch noch gar nichts. Sieht aus wie Schweinefett oder so. Ich glaube, damit lag ich richtig. Das ist auf jeden Fall irgendwie was Fettiges. Von Schwein oder... Also könnte so für eine Schmalzstulle oder in die Richtung irgendwie durchgehen. Ne, jetzt bin ich ja gespannt, was das Ding mir hier auftischt. Dosenfleisch, Konserve, Baraschki, konserviert, ja gut. Dosenfleisch, aber das ist ja... Na gut, andere Länder, andere Sitten, anderes Essen. Daran merkt man das ganz wieder. Ja, Fleischkonserve, Zutaten, fettgesalzener Lachs. Also irgendwie ist es komisch, aber irgendwie auch interessant.
Also salzig auf jeden Fall. Das könnte vom Lachs kommen. Ich weiß nicht. Ich stelle mal auf die merkwürdig Seite. Aber dafür... Was ist das? So. 100 Grad, 4 Minuten. Okay, das wird wahrscheinlich Tee sein. Okay, damit kann ich jetzt... Kalten Tee trinken ist jetzt auch nicht so meins. Kekse. Hier scheinen noch andere Kekse zu sein. Okay. Dann kosten wir das auch mal. Ah, dann nehmen wir uns noch gleich so eine Dose dazu. Dann haben wir noch mal ein bisschen was hier. So, Keks kommen raus. Auch sehr, sehr trocken, ohne wirklichen Eigengeschmack. Also da finde ich die Bundeswehr-Hartkekse interessanter. Ah, das sieht nach Leberwurst aus. Na, endlich! Zack, gleich mal hier drauf. Oh, die sieht aus wie Schuhcreme, so ein bisschen. Sehr dunkel, eher rötlich. Dann haben die wahrscheinlich mehr Blut drin. Oder woran? Naja, egal. Hervorragend. Jetzt kommen wir der Sache schon ein bisschen näher. Das ist auch mal lecker. Na gut, dann machen wir die Dose hier auch auf. Ah, noch ein bisschen Wurst. Schneiden wir mal ein Stück ab. Ich komme jetzt nicht auf den Namen, aber gibt es bei uns auch. Der Leberkäse wäre jetzt, glaube ich, das Falsche. Tja, irgendwas mit Schweinefleisch. Auf jeden Fall irgendwas mit Schweinefleisch. Das habe ich jetzt auch rausgefunden. Da würde ich sagen, was haben wir noch? Kaffee. Mokkabohnen? Gucken wir jetzt einfach mal rein. Ich meine, die werden sie doch jetzt nicht einfach nur irgendwie Wasser überkippen, oder? Ach, vielleicht braucht man hier auch wieder heißes Wasser. Nein, hat sich noch nicht ganz aufgelöst, aber schmeckt nach kaltem Kaffee. Also, das war Instant-Kaffee. Gut. Ist es nicht besonders lecker, aber kalter Kaffee halt. Gut. Und dann haben wir hier das letzte. Auch hier lassen wir mich jetzt überraschen. Jetzt haben die in Gehirn reingepackt, oder was? Oh je. Das heißt ja in der Nase. Okay, irgendwas mit Reis, irgendwas mit Fleisch. Und es sieht sehr fragwürdig aus. Will ich das wirklich essen? Scheint auch wieder Rind zu sein. Ist auch dunkles Fleisch. Jetzt bin ich ja gespannt. Schweine- und Rinderhirn wahrscheinlich. Dosenfleisch, Cash-Drain, ja, danke. Kongra mit Getreide sterilisiert. Zutaten: Rindfleisch, grob, Fett, Zwiebeln, Salz. Fett, nicht mehr als... Okay. Schmeckt komisch. Ist aber kein Clown. Also wenn das jetzt nicht so furchtbar trocken wäre, dann wäre das, glaube ich, ganz interessant. So. Das wird dann irgendwie so gewürzt sein. Noch einmal Tee. Dann wahrscheinlich zum Aufbereiten von Wasser so eine Tabletten. Das sind Feuchttücher oder sowas in die Richtung. Dann haben wir noch ein bisschen, gibt noch mal so ein Pulvergetränk. Scheint das gleiche zu sein. Noch ein bisschen Pfeffer oder irgendwas. Ach, Milch. Guck mal einer an. Milchpulver. So, und dann gibt es hier noch Riegel. Sieht aus wie so Powerriegel. Jetzt bin ich ja gespannt, was da drauf steht. Das sieht ja voll krass aus, die Schokolade. Offiziell. Das steht jetzt offiziell drauf? Offiziell. Oh, super. Dann esse ich jetzt offiziell Schokolade. Ach, da kann man doch bestimmt wieder 3 Tage nicht auf Klo gehen, wenn man den Riegel inhaliert hat. Dunkle Schokolade auf jeden Fall. Also Herrenschokolade, so zartbitter. Lecker. Aber dunkle Schokolade auf jeden Fall. So, ich würde sagen, ich bin fast fertig mit dem Essen. Und wenn man schlechten Atem hat, nimmt er noch ein Kaugummi zu sich. Mit Heidelbeere.
Dann nehmen wir noch einen. Ach nee, macht ja nach. Ja, gut. Ach, Besteck hätte ich ja gar nicht mitbringen brauchen. Gibt es 3 Löffel und ein Messer. Natürlich noch eine Inhaltsangabe, mit der ich natürlich immer noch nichts anfangen kann, weil Russisch. Aber sauber. Und damit sind wir durch. Also, es war speziell. Ich glaube, ich habe auch noch nie so richtig Russisch gegessen. Also das heißt, ich weiß nicht, was da so aufgetischt wird. Dieses Schweinehirn, Rindfleisch, Reis, irgendwas, keine Ahnung. Sehr, sehr, sehr fragwürdig. Genauso wie hier hinten, das, was ich hier extra gelegt habe. Das mit dem Fett und Lachs und schon wieder mit der Nase rein. Verdammt! Also, es gibt Sachen, die sind wirklich fragwürdig. Und der Rest ist aber alles, ist essbar. Und ich sag mal, man wird satt. Und wenn man wirklich unterwegs ist und im militärischen Einsatz ist und dann irgendwie 4300 Kalorien man es, glaube ich, zu sich nehmen kann über den Tag, ist das auf jeden Fall eine ordentliche Mahlzeit. Das eine oder andere werde ich mir jetzt auf jeden Fall noch reinpfeifen. Und damit bin ich durch. Vielleicht hat es euch genauso geschmeckt und gemundet wie mir. Vielleicht seid ihr auch ein bisschen abgestoßen von dem, was ich mir gerade reingezimmert habe. Aber mein Magen geht's noch gut, also keine Sorge, das übersteht er. Und ja, genau, ich würde sagen, ich melde mich ab. Dankeschön fürs Zugucken. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ein Abo-Button nicht vergessen, Daumen nach oben nicht vergessen und ein Like. Nee, das ist das Gleiche. Und einen Kommentar, wenn ihr Bock habt. Und wir sehen uns einfach beim nächsten Mal. Macht's gut, ciao, ciao, Roddy.